Das Mühlenviertel gilt als die Wiege des Biolandbaus. Heute beherbergt das Land ob der Donau mehr als die Hälfte der Biobetriebe Oberösterreichs. Dabei sind die klimatischen und geomorphologischen Bedingungen für die Bewirtschaftung des Bodens alles andere als optimal. Doch als sich Anfang der 90er Jahre die biologische Wirtschaftsweise in Österreich verbreitete, haben einige Mühlviertler die Zeichen der Zeit erkannt und ihren Betrieb nach biologischen Produktionskriterien neu ausgerichtet. Inzwischen gibt es im Mühlviertel rund 2000 Biobetriebe. Das sind mehr als die Hälfte aller nach biologischer Wirtschaftsweise geführten Betriebe in Oberösterreich. Um Bio zur regionalen Identität werden zu lassen, gibt es nun die Idee, sich als die Bioregion Europas zu positionieren. Ich hoffe, dass sie Biobauern und auch Produzenten und Gewerbetreibenden gestärkt fühlen und wirklich regionale Zusammenschlüsse machen. Wobei ich glaube, dass er manche Gesetzesveränderungen braucht, damit man auch regional produzieren kann und nicht immer die ganze EU-weite Auflagen zu befolgen hat, weil sonst stirbt die Regionalität. Ich finde das sehr gut, weil je mehr man in einer Gruppe ist und Leuten, die immer gleiche Interessen haben und auch vertreten, umso stärker kann man nach außen wirken und umso mehr macht man mit bei Preisgestaltung und Meinungsbildung bei der Bevölkerung. Es bringt sicher den einzelnen Betrieben etwas, weil einfach dadurch Synergien entstehen. Jeder einzelne kleine Betrieb hat einfach nicht diese Marketingmöglichkeit, die eigenen Produkte so bekannt zu machen. Und wenn eine Region als Bioregion bekannt ist, dann kann jeder einzelne Nutznießer sein davon. Wichtig ist, dass es ein Konzept gibt, das halt über die ganze Region gibt. Weil sonst einzelne Höfe haben immer schon am Markt gewesen. Und wenn man jetzt dann sagt, das ist die ganze Region ökologischer, unter Anführungszeichen, bewirtschaftet, macht das schon Sinn. Ich sehe das natürlich sehr, sehr hochinteressant, weil die Vernetzung bringt allen was. Und natürlich ist es auch für uns interessant, wenn wir den Region vernetzen können und da gemeinsam damit Initiativen und Entwicklungen starten können. Bio ist für die Menschen hinter den Produkten aus dem Mühlviertel kein Modewort, sondern ein Bekenntnis. Liegen doch die Nutzen klar auf der Hand. Für den Konsumenten ebenso wie für den Produzenten. Ja, wir produzieren ja das Bio-Roggenbier, haben natürlich da die entsprechenden Rohstoffe da aus der Region, den Hopfen da zu 100% aus dem Mühlviertel, ganz klar. Und diese Rohstoffe sind für uns einfach von der Qualität sehr, sehr gute Rohstoffe. Für uns bedeutet Bio natürlich auch, dass wir damit ein Zeichen setzen, dass uns die biologische Landwirtschaft sehr viel wert ist. Weil wir eben, wie gesagt, als Brauer auch von einer gesunden Umwelt leben. Das ist einmal der Riesenvorteil, du hast keine Pestizide, keine Schädlingsbekämpfungsmittel, keine Düngemittel drinnen, die was sonst nicht sicher ist, ob die noch drinnen sind. Die Inhaltsstoffe langsam erwachsen, mehr Inhaltsstoffe. Man schmeckt es an der Konsistenz, man sieht es an der Farbe. Tiere, die viel im Freiland draußen sind, die viel groß fressen, auch bei den Schweinen. Das Fleisch wird dadurch dunkler, weil es einfach mehr Hämoglobin im Blut haben und durch die Sonneneinstrahlung glaube ich einfach, dass das ganz anders reift. Es gibt Untersuchungen über stressfreie Schlachtung, die bei uns ja wirklich zu 100% ist. Und es ist die Fleischqualität besser. Das ist jetzt nachweislich so, dass die Reifung besser funktioniert, wenn du stressfrei geschlachtetes Rind hast. Der Normalverbraucher soll sich nicht mit Wissensmengen, die irgendwie abgehoben sind, beschäftigen, sondern er sollte auch einen Teil seiner Zeit, seiner Freizeit sich beschäftigen, von wo kommt was her, wie wird das produziert, wie geht es den Menschen, die das produzieren und wie geht es dem Boden. Dann hat er ein intensiveres Leben und ein aufregendes Leben und dann kann er es erkennen. Es schmeckt nicht immer besser, sondern der Geschmack riecht sich ja nach Gewohnheiten. Und manchmal mag wer an Butter, der aus unpasteurisierten Sauerrahm gemacht worden ist, der mag wer nicht, der den nicht kennt. Wir sind ja degeneriert. Es sind viele Faktoren, die die Lebensmittel aus dem Norden Österreichs so besonders wertvoll machen. Vor allem ist es aber die Mischung aus Kreativität, ehrlicher Handarbeit und einem besonderen Verständnis für ein Leben von und mit der Natur. Es ist diese hügelige Region, die Rohstoffe, die wir da aus dem Mühlviertel gewinnen und natürlich der Charme der Menschen, die da wohnen.
das Kleinstrukturierte, das Heimelige und auch der Winter und Sommer, die Abwechslung, das ist irgendwie so angenehm. Du freust dich im Winter am Sommer und im Sommer im Winter. Diese Hügeligkeit, also ich finde es eine sehr weibliche Landschaft und das ist für mich auch Fruchtbarkeit, auch wenn wir in der Ungunstlage haben. Sie sind eher eigensinnig, also das, was sie machen, sie lassen sich nicht gern was sagen, haben gerne eigene Ideen und sind innovativ, weil es ein benachteiligtes Gebiet ist. Fangen die Leute zum Denken an, wie sie den Betrieb wirtschaftlich führen können und damit da entstehen auch solche Initiativen. Es ist die Landschaft und es sind die Jahreszeiten. Also zum einen einmal der wunderschöne Frühling. Der Sommer kann durchaus auch heiß sein, also im Vergleich zu anderen Regionen vielleicht nicht ganz so heiß, was mir persönlich besser gefällt. Der Herbst von der Färbung her, von den Blättern im Wald, von den Wiesen einfach auch. Und wenn man dann gerade im Herbst dann noch die Viecher draußen sieht, hat das einfach auch ganz was Eigenes. Und der Winter, ja, meistens haben wir Schneedecken. Das gefällt mir einfach ganz gut, auch weil ich gerne Wintersport betreibe. Fühle ich mich eigentlich da im Viertel sehr wohl. Die Landschaft, die Leute, das Wesen des Mühlviertlers, das macht's aus.